Schau dir dieses Video an, wenn du dich einsam fühlst und nicht mehr einsam sein willst. Ich sage dir, warum das so ist und wie du da rauskommst. Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch, meine Lieben. Wisst ihr, alles, was im Leben passiert, hat einen Grund. Grundlos machen wir Menschen nichts. Wir haben immer einen Grund, aber meistens ist der Grund unbewusst in unserem Unterbewusstsein. Der Grund, warum du dich einsam fühlst oder einsam bist, ist, dass du andere ablehnst. Dass du, nicht weil du böse bist oder sowas, du lehnst andere ab oder besser gesagt, du lehnst den Austausch mit anderen ab. Du bist es, der sagt, ich will mit anderen nichts zu tun haben. Du isolierst dich, kann man sagen. Rational, emotional, was das Thema Nähe angeht, seelisch, Austausch. Du isolierst dich, deshalb bist du einsam. Deshalb hast du keinen Freund, keine Freundin, keine Freunde, keine Freude. Du kannst mit anderen Menschen nicht umgehen, weil du dich isolierst. So, das machst du, niemand anders. Jetzt ist die Frage, warum machst du das? Die Antwort ist in den ersten 3 bis 7 Jahren deines Lebens. Weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Die Fähigkeit, ich nenne es soziale Intelligenz, deshalb habe ich extra ein Buch darüber geschrieben, soziale Intelligenz. Solltest du dir besorgen, das wird dir eine gigantische Hilfe sein, aus der Einsamkeit rauszukommen. Die Angst vor anderen Menschen, die Angst vor Liebe, vor Nähe, die Angst vor Menschen, die Angst vor Berührung mit anderen Menschen entsteht oder passiert in den ersten 3 bis 7 Jahren. Ich habe Videos gesehen, wo ich ganz anders formuliere, kriminelle Eltern, das ist kriminell, das ist krank, das ist pervers, setzen sich eine Maske und erschrecken kleine Kinder, eigene Kinder, die immer noch Windel tragen, zu Tode. Das Kind schreit und ist völlig entsetzt und sie lachen. Wie krank muss man in seinem Kopf sein, dass man eigenes Fleisch und Blut so zu Tode erschreckt und das lustig findet, filmt und auch noch im Internet hochlädt. Da bist du nicht ganz sauber im Kopf. Genau das Gegenteil, dass ein Kind braucht Schutz. Ein Kind sieht doch, du bist gigantisch, so groß, ich bin so klein. Ich kann angegriffen und gefressen werden, aber du verteidigst mich. Und nicht, du machst mir Angst. Wir haben Scheißerfahrungen gemacht in unserer Kindheit, weil unsere Eltern null Ahnung hatten, wie man mit Kindern umgeht. Unsere Eltern wussten nicht, sie hatten sich darauf gar nicht vorbereitet, wie es ist, Kinder zu kriegen, Kinder zu erziehen, Kinder großzuziehen. In welchem Alter brauchen die Kinder was? Wie geht man mit Kindern um, das Selbstvertrauen, dieser Glaube an sich selbst, die Stärken, die motorischen Fähigkeiten, emotionale Fähigkeiten entwickelt werden, das wussten sie alles nicht. Die sind einfach aufeinander gesprungen und haben Kinder gekriegt. Und wir sind die Ergebnisse davon. Und das bedeutet, die Einsamkeit ist die Folge von den ersten 3 bis 7 Jahren unseres Lebens, dass wir, statt dass wir soziale Intelligenz hätten entwickeln können müssen, eine natürliche Entwicklung eines Kindes ist, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Stattdessen hat man uns Angst gemacht. Man hat uns terrorisiert. Sitz, steh auf, geh, zieh dich an, mach dein Bett, mach dies, mach das. Man hat uns zu Minisoldaten entwickelt, oder besser gesagt verwickelt, verzogen statt erzogen. Und dass wir nur Befehle ausführen, dass wir komplett entrechtet worden sind. In so einer Welt fühlen wir uns als Problem. Wir empfinden uns nicht als Bereicherung, dass unsere Eltern sich freuen über uns, sondern als eine Last. Wir glauben, wir sind der Grund, warum unserer Mutter nicht gut geht oder unserem Vater. Das heißt, Einsamkeit entsteht durch Mangel an sozialer Intelligenz. Und soziale Intelligenz, ich kann es nicht oft genug sagen, entsteht in den ersten 3 bis 7 Jahren. Anders gesagt, du machst dich einsam, aber es ist nicht deine Schuld. Das ist passiert in so einer Zeit, wo du eigentlich das Gegenteil davon hättest entwickeln können müssen, wenn du die Chance hättest,
dich auf natürliche Art und Weise zu entwickeln, die Chance hattest du nicht. Man hat dir diese Möglichkeit nicht gegeben. In der Kindheit, also in der Familie nicht, später im Kindergarten nicht, später in der Schule. Es ist immer schlimmer geworden. Wenn du also aus der Einsamkeit aussteigen willst, musst du deine Kindheit verstehen. Heißt, du musst deine Mutter verstehen. Du musst deinen Vater verstehen. Du musst dich erinnern, was du für eine Kindheit hattest. Wie die Erfahrungen waren, die du gemacht hast. Da ist die Ursache. Man sagt, da ist der Hund vergraben. So. Das ist der erste Schritt. Verstehe dich. Lerne dich kennen. Was mit dir los ist. Weil wir Menschen sind gesellige Wesen. Wir sind kommunikative Wesen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind voller Schönheit. Wir sind alle hochbegabt. Wir sind vollkommen. Wir sind wunderschön und unglaublich intelligent. Das, was wir sehen in dieser Welt, in der Matrix, ist das, was man aus uns gemacht hat. Wenn du jetzt einsam bist, hast du zwar selber das gemacht durch deine Entscheidungen, aber unbewusst hast du diese Entscheidung getroffen. Man hat dich programmiert zur Einsamkeit. Du hattest überhaupt keine Chance, aus dieser Einsamkeit auszusteigen. Jetzt mit diesem Video hast du die Chance. Schritt Nummer 1, versuch dich zu verstehen, was mit dir los ist, dass du unter Einsamkeit leidest bzw. einsam bist. Dass du keinen Freund hast, dass du keine Freundin hast, dass du keine Freunde hast und die, mit denen du zu tun hast, ihnen geht es genauso wie dir. So. Schritt Nummer 2, versuch mit ganz einfachen Dingen, mit ganz einfachen Schritten, dich im Alltag anders zu verhalten. Ganz banal. Lauf einfach mit einem Lächeln durch die Straßen. Lächle wildfremde Leute einfach an. Wenn sie nicht zurücklächeln, dann lächeln sie mit dem Herzen. Nur sie haben den Mut, die Stärke oder sowas nicht, dass sie in dem Moment mit dem Mund auch lächeln. Indem du lächelst, einfach lächeln, signalisierst du, ich bin offen, ich bin freundlich, ich heiße euch willkommen. Am Anfang kommst du dir ein bisschen bescheuert vor, dass du denkst, ich habe nicht alle Tassen im Schrank, dass ich so wildfremde Leute anlächle. Einfach lächeln, du musst ja nicht grinsen oder deine Telefonnummer geben und alle weinen, umarmen und so weiter. Nein, einfach lächeln. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ich schaffe das nicht, dann fang an, mit dem Herzen zu lächeln. Fang an, für andere Menschen dich zu interessieren. Mit dem Herzen zu lächeln, wenn du es mit dem Mund nicht schaffst oder noch nicht schaffst. Mit dem Herzen zu lächeln wirkt auch. Die anderen haben auch ein Herz, die anderen haben auch eine Seele. Sie spüren einfach, dass du ihnen wohlgesonnen bist, dass du sie willkommen heißt. Sie spüren sich wohl, sie spüren es einfach und sie fühlen sich wohl in deiner Nähe. Wenn Menschen sich wohlfühlen in deiner Nähe, dann wirst du nicht lange allein bleiben. Einsam erst recht nicht. Wenn du willst, dass Menschen sich wohl bei dir fühlen, heißt es sie willkommen. Erst mit dem Herzen, dann mit dem Mund und dann, indem du mit ihnen sprichst. Du musst ja nicht tiefgreifende, besonders philosophische, komplizierte Konversation führen. Es reicht schon, wenn du einfach ihnen irgendwas sagst. Mache ich auch. Egal, auch wenn die Leute überrascht sind, wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin und der Kellner kommt und fragt und so weiter, dann sage ich dem Kellner auch, du oder sie haben so eine angenehme Art. Ich fühle mich so gesehen und verstanden, das ist schön. Das ist nicht in jedem Restaurant so. Und so einem Kellner gebe ich auch ein fettes Trinkgeld, damit er sein Erfolgserlebnis hat. Er hat mir Gutes getan, ich tue ihm auch Gutes. Und ein kleiner Hinweis, wenn ihr einem Kellner Trinkgeld geben wollt, dann macht das bar. Jedenfalls solange es noch geht. Solange die Kriminelle Bargeld nicht abgeschafft haben, uns in einen Käfig, digitalen Käfig zu schmeißen. Solange es Bargeld gibt, gibt ihnen Bargeld. Wenn es geht, sogar unauffällig, dann bleibt das Geld auch bei ihnen und landet nicht bei dem Chef. Das heißt, dein Herz durch Schockerlebnisse, traumatische Erlebnisse, traurige Erlebnisse, durch Wutanfälle der Eltern, du hast gesehen, wie sie miteinander streiten oder die haben dich angeschrien oder bestraft und so weiter, hast du dein Herz verschlossen. Mit Recht, das ist eine völlig natürliche Reaktion, um das Herz in Schutz zu nehmen.
Jetzt musst du aber damit aufhören, das Gegenteil machen. Öffne dein Herz. Fang an mit deinem Herzen, auch wenn du in deiner Badewanne oder im Bett liegst, fang an in deinem Herzen der Welt gegenüber zu lächeln. Und dann geh mit diesem lächelnden Herz durch die Straßen. Später schaffst du es mit dem Mund und dann fängst du an, mit den Leuten zu sprechen. Das können nur ein paar Sätze sein. Das kann einfach irgendwas sein. Sie haben aber schönes Kleid an oder schöne Schuhe oder die Farbkombination finde ich sehr gut gelungen. Sowas mache ich auch. Passiert ja kein Unglück. Die Leute freuen sich, dass sie sagen, oh, das sieht jemand. Die meisten Leute denken, sie sind unsichtbar. Wenn sie Schönheit und Freude in die Welt bringen, sollte man ihnen auch das sagen. Das ist doch was Schönes. Und du wirst sehen, wie deine Einsamkeit zu Ende geht und dass du immer glücklicher wirst. Etwas, was ich dir noch sagen will, ist, du musst wissen, wenn du einsam bist, dann bist du in einer falschen Umgebung. Dein Herz, achte auf die Wortwahl, dein Herz und deine Umgebung sind nicht miteinander kompatibel. Aber das erübrigt sich, wenn du anfängst mit dem Herzen zu lächeln. Heiße die Menschen willkommen. Versuch für sie Verständnis aufzubringen, wie sie sind. Schau sie genauer an. Das öffnet dein Herz und glaub mir, mit der Einsamkeit ist das bald vorbei. Und dein Leben, deine Lebensqualität wird immer schöner. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie gesagt, besorg dir das Buch Soziale Intelligenz oder geh einfach auf meine Homepage sai.eu. Da wirst du fantastische Möglichkeiten finden, wie du mit einfachen Schritten dein Leben richtig schön machen kannst. Erfolgreich und reich und glücklich. Wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Heute und morgen und alle Tage. Bis ans Ende aller Dinge. So steht es geschrieben. So geht es bereits in Erfüllung. Ich liebe dich und ich wünsche dir alles Gute, dein Saidat.